Okay, let's go. Der Barmherzige bekommt nun endlich seine verdiente und komplette Überarbeitung und sein komplett eigenes richtiges Vorstellungsvideo. Der Barmherzige bekommt einen neuen Namen und heißt jetzt König Ludwig. Des Weiteren habt ihr auch schon das neue Bild gesehen und er bekommt richtige Voicelines. Ich werde für mein Volk bis zum Ende kämpfen. Keine selbst aufgenommenen Sprüche mehr. Der Barmherzige bleibt ansonsten so, wie ihr ihn kennt. Er baut zuerst eine starke Verteidigung, kümmert sich um seine Untertanen und um sein Volk, gedenkt seinen Soldaten und den zivilen Opfern, die in dem Krieg umgekommen sind. Er möchte am liebsten jeden Konflikt umgehen und somit seine Soldaten und seine Zivilbevölkerung nicht sinnlos in den Tod schicken. Wenn es mal zu einem Kampf kommt, dann baut er eine sehr starke Burg. Seine Prime-Burg ist Burg 7, da die ein sehr gutes Bollwerk ist gegen angreifende Truppen und möchte so schnell wie möglich mit einer relativ großen Armee den Krieg beenden, damit nicht noch mehr Soldaten und Leute von ihm umkommen. König Ludwig hat eine maximale Attack for Space von 85, die nur aus europäischen Schwertkämpfern bestehen. Er hat noch ein paar Armbrustschützen in seiner Hauptarmee, die dienen nur, um die feindlichen Wälle und Türme zu klären und zu säubern, beziehungsweise den anrückenden Schwertkämpfern Feuerschutz zu geben. Seine Buddeltruppen bestehen nur aus europäischen Bogenschützen. Davon setzt er maximal 27 europäische Bogenschützen. König Ludwig verfügt auch über Sortie-Einheiten. Das sind in seinem Fall 8 europäische Schwertis und 10 europäische Bogenschützen, die nach Bedarf ausrücken können. Des Weiteren verfügt König Ludwig über Raid-Truppen. Das sind maximal 10 Ritter. Diese 10 Ritter kann er aber nur ausbilden, wenn er Burg 8 baut. Wenn er Burg 8 baut, büßt er dadurch dann aber Verteidigungswert ein, somit ist er dann angreifbarer als mit anderen Burgen. Er setzt auch Belagerungsgeräte ein. Diese bestehen aus maximal 6 Trieböcken und 2 Feuerballisten. Sein Hauptaugenmerkmal, wie ich es schon gesagt hatte, er hat eine maximale Verteidigeranzahl von 85, hauptsächlich Feuerballisten auf den Türmen und wie bei Burg 7 zum Beispiel hat er auch Mangen. Er besitzt eine relativ gute Truppenqualität, dadurch er ja nur mit europäischen Schwertkämpfern angreift, die auch noch mit maximal +4 Angstfaktor angreifen. Dadurch ist er auch bei feindlichen Durchbrüchen relativ gut geschützt, wenn seine Hauptarmee zu Hause ist. Seine größte Schwäche in fast allen Burglayouts sind seine an manchen Stellen schwach verteidigten Burgtore, die sehr schnell eingerissen werden können. Somit ist die Gefahr dadurch sehr hoch, dass die angreifenden Truppen in das Innere der Burg gelangen können. Seine weitere Schwäche sind auch Rush-Angriffe, dadurch er ja sehr lange braucht, um seine Verteidiger auszubilden und auch seine Burg zu bauen, ist er ein sehr langsamer und behäbiger Herrscher quasi. Dadurch ist er sehr verwundbar im Early Game. Wenn er das Early Game überlebt hat und ins Mid Game oder Late Game kommt, dann kann er mit seiner sehr starken Wirtschaft die Angriffe rausprügeln wie kein anderer, ist somit im Late Game als auch im Mid Game ein sehr guter Tank und auch Unterstützer. Das ist meine neue erste KI, König Ludwig.